glaube, für uns wird es nie eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir so viele Menschen mit unserem Fußball begeistern dürfen. Ich weiß das total zu schätzen. Wir haben vor allem so viele Jahre dafür gekämpft, dass wir dieses Privileg, was wir haben, einfach umsetzen dürfen, im großen Stadion zu spielen. Der Fußball, der macht mich einfach glücklich. Wenn ich eben am Platz stehe, dann hast du einfach jedes Mal einfach Emotionen, glückliche Momente. Das versuche ich eben auch auszustrahlen auf dem Platz. Ich erinnere mich, wie ich als kleines Mädchen hier saß mit meiner Familie und so die ersten Bayern-Spiele damals verfolgt habe und deswegen sehr viel Stolz dabei. Aber natürlich möchte man auch Verantwortung übernehmen und ein gutes Spiel abliefern, den Menschen, die ins Stadion kommen, wirklich auch was bieten. Damals hat man sich, glaube ich, immer gefreut, dass man eben als Zuschauer im Stadion sein kann. Und es ist halt noch mal viel besonderer, wenn man dann eben auf dem Rasen steht mit enorm vielen Zuschauern. Ich glaube, da hat jede Spielerin Gänsehaut und hätte mir damals jemand gesagt, dass ich da irgendwann mal spiele. Also ich glaube, da kann ich schon echt sehr stolz sein und ich freue mich einfach enorm, dass wir jetzt da wieder in der Allianz Arena spielen können. Damals eben als Zuschauer, jetzt als Spielerin, schon sehr, sehr besonders auf jeden Fall. Ich weiß das total zu schätzen. Es ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, wir haben vor allem so viele Jahre dafür gekämpft, dass wir dieses Privileg, was wir haben, einfach umsetzen dürfen, im großen Stadion zu spielen, vor so vielen Leuten. Irgendwie möchte ich ihnen zeigen, dass es möglich ist, wenn man Träume hat, dass man vor so einer Kulisse einfach spielen darf, einfach was Schönes ist. Und irgendwie ist man auch stolz drauf, dass man da ein Teil davon ist und das möchte man natürlich auch weitergeben. Es ist eine große Ehre, jedes Mal aufs Neue und man hat inzwischen schon viele Spiele hier bestreiten dürfen und die Atmosphäre aufsaugen dürfen und deswegen ist es immer ein Riesenhighlight für uns. Was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, und da habe ich nicht mal selbst gespielt, war jetzt das Eröffnungsspiel gegen Leverkusen. Ich habe es von der Tribüne gesehen und einfach diese Kulisse, als die Mädels eingelaufen sind, das war schon so ein Moment, wo man sich mal kurz kneifen musste, dass das alles real ist. Das Spiel gegen Arsenal, wo wir im Rückstand gelegen sind und dann eben am Ende noch das Spiel gedreht haben. Ich glaube, das war schon ein sehr, sehr besonderer Moment, einfach mit den Zuschauern im Rücken, die uns, glaube ich, auch mit dem 0-2 noch angefeuert haben. Da haben wir einfach jede Minute die Zuschauer im Stadion gehört und das pusht einen einfach. Das Foto, was wir zusammen gemacht haben als Mannschaft mit den Fans im Hintergrund, habe ich richtig cool gefunden. Und hat, ich weiß nicht, zu der Zeit mir auch nochmal so irgendwie gezeigt, so, wow, also das sind die Momente, für die man halt einfach jetzt in meinem Fall viel trainiert, in der Reha halt auch Gas gibt und auf die man halt wartet. Ich hoffe immer, dass wir auf dem Platz so begeistern können, dass es auch zu den Fans überschwappt. Das ist auch mein Gefühl, wenn man sie dann lautstark auf der Tribüne hört. Es ist immer was Besonderes, wenn man kleine Mädchen sieht mit den eigenen Trikots. Es ist nie selbstverständlich und ich hoffe einfach, dass sie sehen, dass egal wie viel Druck jetzt auch irgendwann dabei ist, wenn man höherklassiger spielt, dass einfach dieser Spaß und dieses gemeinsam auf Platz zu stehen überwiegt und ich glaube, das kommt bei unserer Mannschaft ganz gut rüber. In den letzten Jahren hat sich sehr viel verändert, positiv. Die Werte, was der Frauenfußball schlussendlich immer mitgebracht hat, dieser Kampf für Kleinigkeiten, dass man kleine Dinge wertschätzt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Familien sollen ins Stadion kommen und sagen, wow, das war halt echt eine schöne Kulisse, es ist ehrlich, es macht Spaß, es bleibt fair vor allem. Und ich glaube, das ist für mich so, wo ich sage, das ist sehr wichtig. Mit jedem Spiel, glaube ich, geben wir da eben den Zuschauern und einfach den Menschen da draußen was mit, weil wir professioneller geworden sind. Wir spielen einen besseren Fußball, als es vielleicht damals mal waren, attraktiveren vielleicht für die Zuschauer. Und ich glaube, wir geben denen jedes Mal was zurück, wenn sie eben zu den Spielen kommen. Und es ist einfach toll zu sehen, wie viele Zuschauer mittlerweile unsere Spiele verfolgen. Und das ist dann eben auch einfach ein Ansporn für uns und das freut uns einfach immer enorm. Man ist ein Teil von
von dieser Arbeit, von diesen Jahren. Man hat immer versucht, was anzutreiben, was zu bewegen, was zu verändern. Man ist irgendwie dann doch ein Vorbild auch für viele junge Mädchen und ja, das ist schon was Schönes einfach, dass man da irgendwie in dieser Zeitepoche, sage ich mal, ein Teil davon ist. Je mehr Erfahrung man auch sammeln darf, egal ob jetzt im Verein oder in der Nationalmannschaft, desto mehr möchte man auch prägen und Teil von dieser Entwicklung sein und wirklich auch ein bisschen Stempel aufdrücken. Und ich hoffe einfach, dass es mir gut gelingt, ja auch Ansprechperson zu sein für meine Mitspielerinnen, Vorbild zu sein für viele junge Mädchen und Jungs, die vielleicht zu einem aufschauen und einfach diese Stimme auch zu erheben, die auch über den Platz hinausgeht. Hab immer Spaß an dem, was du machst. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil mit Spaß kannst du eben nur die Ziele erreichen, die du erreichen willst. Und mit Spaß kannst du eben ja, einen guten Fußball spielen. Ohne Spaß, glaube ich, geht da auf jeden Fall gar nichts erstmal. Ich möchte authentisch sein, ich möchte zeigen, dass es auch mal schlechte Tage gibt. Es läuft nicht immer alles gerade im Leben, es gibt einmal Rückschläge. Man darf sich einmal verletzlich zeigen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir Fußballerinnen oder im Sport ja, man immer funktionieren muss. Nein, eben nicht. Ich glaube, man sollte schon zeigen, wir sind auch nur Menschen, wir dürfen Fehler machen, aus Fehlern lernt man. Der Fußball, der macht mich einfach glücklich. Wenn ich eben am Platz stehe, dann ja, hast du einfach jedes Mal ja, einfach Emotionen, glückliche Momente. Und das versuche ich eben auch auszustrahlen auf dem Platz, um eben andere ja, Kinder, ja, Mädchen, Jungs eben dann auch eben zum Fußball zu bringen. Ich glaube, dass es sich einfach lohnt, an die Träume zu glauben. Für uns wird es nie eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir so viele Menschen mit unserem Fußball begeistern dürfen.